Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Denkfehler Online. Dies hier ist der Begleitkanal zur Website mit dem gleichen Namen, mit dem Ziel, eine Sammlung von Erklärvideos zu wichtigen Themen rund um Denkfehler bereitzustellen. Mit diesem Video beginnt eine neue Reihe von Grundlagenvideos, in welcher grundsätzliche Konzepte erklärt werden, die zum Verständnis von späteren Themen wichtig sind. Diese Reihe trägt den Titel Teil und Ganzes. Es geht also um das Verhältnis vom Ganzen zum Teil bzw. umgekehrt. Und in diesem Video sprechen wir über das Konzept der Verteilung sowie das damit verwandte Konzept der Aufwärts- bzw. Abwärtsimplikation. Da dies das erste Video dieser Reihe ist, zunächst eine ganz kurze Übersicht über verschiedene Formen, wie ein Ganzes und dessen Teile miteinander im Verhältnis stehen können. Der einfachste Ansatz, oder zumindest der, den man wahrscheinlich zuerst damit assoziieren wird, ist es, ein Ganzes zu teilen, so wie man etwa einen Kuchen teilt. Das erinnert sicher viele an die Bruchrechnung im Mathematikunterricht und das ist auch sicher oft ein guter Ansatz, um mit solchen Fragen umzugehen. Man kann aber auch einmal in die andere Richtung denken. Was also, wenn man von einem Teil von etwas ausgeht, wir nehmen hier einmal eine Weizenähre, und sich fragt, wie diese im Verhältnis zu einem größeren Ganzen, so etwa wie hier ein Weizenfeld, steht. Wir werden sehen, dass man in solchen Fällen mit anderen Problemen zu tun hat und in der Folge, dass auch andere Fehler gemacht werden. Ein besonderer Fall hierbei sind statistische Mengen und Teilmengen, also zum Beispiel, wie die Bewohner einer Stadt, nehmen wir als Beispiel einmal Köln, Bestandteil der statistischen Gesamtheit Einwohner von Deutschland sind. Einen ganz anderen Ansatz braucht man dagegen, wenn man von funktionalen Bestandteilen eines Ganzen ausgeht. So wie etwa der Motor ein funktionaler Bestandteil des Systems Auto ist, ohne den dieses nicht funktionsfähig wäre oder zumindest nicht so funktionieren würde, wie man das wahrscheinlich erwartet. Wieder etwas anderes ist es, wenn man sprachlich einen Teil für ein Ganzes einsetzt, beziehungsweise umgekehrt das Ganze für einen Teil. Hierfür gibt es die schönen lateinischen Ausdrücke pars pro toto, also ein Teil für das Ganze, und totum pro parte, was so viel heißt wie das Ganze für einen Teil. Ein Beispiel für das Erstere wäre etwa, wenn man zum Beispiel sagt, die eigenen 4 Wände und damit meint das eigene Zuhause. Oder umgekehrt, wenn man sagt, Deutschland hat gewonnen und man meint damit, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft ein Spiel gewonnen hat. Soweit also der Überblick über die Serie als Ganzes. In diesem Teil der Serie schauen wir aber zuerst einmal auf einen sehr viel abstrakteren Aspekt, den man aber kennen sollte, um das Problem besser zu verstehen. Es geht hierbei um ein Konzept aus der Logik, nämlich den der Verteilung. Manche sagen auch Distribution dazu, vermutlich, weil dieser Begriff auch in so vielen anderen Sprachen verwendet wird, allen voran Englisch und Latein. Beide Begriffe bedeuten dasselbe, ich bevorzuge aber Verteilung oder verteilt, weil das leichter verständlich ist, insbesondere wenn man vom Gegenteil spricht. Unverteilt hört sich einfach besser an und vor allem verständlicher als nicht distribuiert. Ein weiterer Aspekt, der für Verteilung spricht, ist, dass man es dann nicht so leicht mit dem Distributivgesetz in der Mathematik verwechseln kann. Das wird zwar auch manchmal als Verteilungsgesetz genannt, aber distributiv ist der üblichere Bezeichner. Auf jeden Fall hat dieses nichts hiermit zu tun. Hier geht es um Konzepte aus der Logik und später aus der Linguistik. Für beides kann dieses Video leider auch keine komplette Einführung bieten, sonst müsste es sehr viel länger werden. Stattdessen erst einmal ein kurzer Einschub, um die für uns wichtigen Konzepte zu erklären. Für die Beispiele in diesem Video sprechen wir immer wieder über Aussagen. Daraus ergibt sich die Frage, was ist denn eigentlich eine Aussage in der Logik? Für das Thema dieses Videos interessieren uns erst einmal nur eine spezifische Art von Aussagen, nämlich solche, welche einen eindeutigen Wahrheitswert haben. Oder anders gesagt, Aussagen, welche nur eindeutig wahr oder falsch sein können. Zum Beispiel die Aussage, Paris ist die Hauptstadt von Frankreich, hat einen solchen eindeutigen Wahrheitswert. Sie ist nämlich wahr. Aber auch die Aussage, Berlin ist die Hauptstadt von Norwegen, hat einen eindeutigen Wahrheitswert. In diesem Fall ist dieser falsch. Dass sie falsch ist, interessiert uns aber erst einmal nicht weiter. Wichtig ist nur, dass sie überhaupt einen Wahrheitswert hat. Noch ein Beispiel, wenn es regnet, wird die Straße nass. Ist wahr. Es regnet. Kann wahr oder falsch sein, man müsste mal aus dem Fenster schauen, um das festzustellen. In diesem Moment, in dem ich das Video aufnehme, ist sie gerade falsch. Auch mathematische Gleichungen oder Ungleichungen sind Aussagen in diesem Sinne.
1 plus 2 ist gleich 3 ist eine wahre Aussage. Dagegen ist 4 zum Quadrat ist kleiner als 10 eine falsche Aussage. Auch ein Wahrheitswert für sich allein genommen, in diesem Fall einfach wahr, hat einen Wahrheitswert. Um das besser abgrenzen zu können, hier auch ein paar Beispiele für Aussagen, die wir erst einmal nicht in Betracht ziehen. Was ist deine Lieblingsfarbe? Das ist eine Frage, keine Aussage. Die Antwort könnte blau sein oder lila und das dann auch wieder wahr oder falsch, aber die Frage selber hat noch keinen Wahrheitswert. Mach die Tür zu ist eine Anweisung und hat keinen Wahrheitswert. Und auch nicht alles in der Mathematik passt auf diese Definition. Die Zahl 42 zum Beispiel hat den Wert 42. Bei der Aussage Köln ist eine schöne Stadt müsste man fragen, wie man das eindeutig bestimmen möchte. Es handelt sich wohl eher um eine subjektive Aussage, deren Wahrheitswert wohl jeder anders sehen mag. Jedenfalls müssen wir solche Aussagen auch ausschließen. Das gleiche gilt auch für paradoxe Aussagen, wie etwa dieser Satz ist falsch. Der Grund ist, dass der Wahrheitswert hier nicht eindeutig ist. Oder manchmal auch mathematische Formeln mit Variablen, da der Wahrheitswert hier davon abhängt, welchen Wert von x man einsetzt. Das gilt aber nicht universell, es gibt auch Formen von Logik, in denen diese erlaubt sind. Für uns sind solche Fälle aber ohnehin nicht relevant, deswegen lassen wir sie erst einmal außen vor. Für uns wichtig ist dagegen eine besondere Kategorie, nämlich die sogenannten kategorischen Aussagen. Manche sagen auch kategorische Urteile dazu. Der Name kann erst einmal etwas verwirren, denn wir verwenden den Begriff kategorisch umgangssprachlich meist in der Bedeutung strikt oder keinen Widerspruch duldend. Wenn man etwas sagt, ich schließe das kategorisch aus. Das ist hier aber nicht gemeint. In diesem Zusammenhang heißt es einfach auf eine Kategorie bezogen. Das heißt, es sind Aussagen, welche sich auf Kategorien von Dingen bzw. Situationen beziehen. Wir werden gleich ein paar Beispiele für solche Kategorien kennenlernen. Zuerst aber kurz zu den Aussageformen, für die dieser Begriff benutzt wird. Es gibt genau 4 solche kategorischen Aussageformen. Alle A sind B, kein A ist B, einige A sind B und einige A sind nicht B. Wie man hier sieht, decken diese jeweils die positiven und negativen All- und Existenzsätze ab. Das scheint auf den ersten Blick sehr einschränkend zu sein, denn wir haben ja gerade gesehen, dass es noch ganz viele andere Formen von Aussagen gibt. Tatsächlich sind diese Kategorien aber sehr flexibel. Man kann nämlich die meisten anderen Aussagen in diese umformulieren. Nehmen wir als Beispiel einmal eine Aussage der Form alle A sind B. Zunächst deckt das viele Aussagen ab, welche tatsächlich dieser Form folgen, als zum Beispiel alle Katzen sind Säugetiere. Aber nehmen wir einmal das Beispiel Paris ist die Hauptstadt von Frankreich, dann scheint das nur auf den ersten Blick nicht zu passen, denn wir können das ja auch so formulieren. Für alle Länder, die Frankreich genannt werden, gilt, dass deren Hauptstadt Paris heißt. Und zwar ohne, dass wir irgendwelche Informationen verlieren oder neu hinzufügen. Dass sich der Teil alle Länder, die Frankreich heißen, nur auf ein einziges Land bezieht, ist dabei kein Problem. Wichtig ist, dass es in dieser Form wieder eine Aussage vom Typ alle A sind B sind. Oder nehmen wir einmal eine Konditionalaussage wie wenn es regnet, dann wird die Straße nass. Stattdessen können wir auch sagen, für alle Situationen, in denen es regnet, gilt, dass die Straße nass wird. Zugegeben, das ist wohl recht unnötig kompliziert ausgedrückt, aber so passt es auch wieder in das Schema alle A sind B. Ähnliche Umformungen gibt es auch für andere Varianten, sodass wir mit diesen 4 Formen ein recht breites Spektrum an verschiedenen Aussagen abdecken können. Hier noch einmal die Übersicht, diesmal mit Beispielen für andere Formulierungen. Man sollte auch dazu sagen, es gibt ganz andere logische Systeme, die nach anderen Prinzipien funktionieren. Für unsere Zwecke hier ist dieses System aber ein guter Einstieg, weil es leicht verständlich ist und die Probleme, die hier auftauchen, sind dieselben, die einem auch in anderen Zusammenhängen wieder begegnet werden. Gehen wir aber erst einmal noch einen Schritt weiter und schauen, was man mit diesen kategorischen Aussagen denn so anfangen kann. Und zwar schauen wir auf die sogenannten Syllogismen. Das ist eine sehr alte Form von logischen Schlüssen, die genau auf solchen kategorischen Aussagen aufbaut. Wie alt? Nun, wir wissen, dass schon die alten Griechen sie kannten. Aristoteles hat auch ein paar davon wenigstens in seinen Werken erwähnt. Kurz gesagt bestehen Syllogismen aus 2 der gerade genannten kategorischen Aussagen als Prämissen sowie einer weiteren kategorischen Aussage als Schlusssatz. Zum Beispiel, so wie hier, mit insgesamt 3 positiven Allsätzen.
Nehmen wir statt der Platzhalter einmal ein Beispiel aus der Geometrie. Prämisse 1 heißt dann, alle Rechtecke sind Vierecke. Prämisse 2, alle Quadrate sind Rechtecke. Und als Schluss haben wir, alle Quadrate sind Vierecke. Damit das funktioniert, müssen die beiden Prämissen jeweils einen der Begriffe gemein haben. In diesem Fall ist das der Begriff Rechtecke, hier einmal rot markiert. Und die beiden anderen Begriffe aus den Prämissen landen dann im Schluss. Die Regeln für solche Schlüsse sind etwas komplizierter, als wir es hier besprechen können, aber grundsätzlich gilt, ein Syllogismus besteht aus 3 Begriffen, die in 3 kategorischen Aussagen miteinander verbunden sind. Man kann sich also ausrechnen, mit 4 verschiedenen kategorischen Aussageformen, die jeweils in 3 verschiedenen Positionen vorkommen können, kann man insgesamt 256 verschiedene Syllogismen bilden. Allerdings sind die allermeisten davon aus verschiedenen Gründen ungültig. Einen Grund, warum bestimmte Syllogismusformen ungültig sind, werden wir in diesem Video besprechen, aber es gibt noch ein paar andere, die hier nicht zum Thema gehören. Übrig bleiben auf jeden Fall 24 gültige Formen. Das Beispiel hier ist davon die einfachste Form, wo 3-mal ein positiver Allsatz verwendet wird. Im Mittelalter hat man übrigens angefangen, den gültigen Formen auch Namen zu geben. Diese Form hat den schönen Namen Modus Barbara. Wir werden den Modus Barbara noch ein paar Mal zu sehen bekommen, denn um es hier einfach zu halten, werden im weiteren Video nur diese eine Form verwendet werden. Die anderen Syllogismusformen werden wir bei Gelegenheit in einem anderen Video besprechen. So viel dazu. Nun erst einmal wieder zurück zum eigentlichen Thema. Schauen wir uns erst einmal ein anderes Beispiel für eine solche alle A sind B Aussage an. Zum Beispiel die Aussage, alle Katzen sind Säugetiere. Mir wurde gesagt, Katzenbilder gehen im Internet immer, deswegen hier auch eine Illustration dazu. Jetzt könnte man sich ja mal fragen, was ist mit Untergruppen von Katzen? Sind zum Beispiel Siamkatzen auch Säugetiere? Und was ist mit unserem Hauskater? Die meisten werden hier sicher schon intuitiv auf den richtigen Schluss kommen. Wenn alle Katzen Säugetiere sind, dann sind auch alle Siamkatzen Säugetiere. Ebenso alle Langhaarkatzen und natürlich auch unser Hauskater. Kurz, wir können diese Aussage auch auf Untergruppen von Katzen übertragen und sogar auf einzelne Individuen. Können wir dasselbe auch mit dem Begriff Säugetiere machen, also Säugetier einfach durch Untergruppen ersetzen. Wenn wir das tun, dann erhalten wir so Aussagen wie alle Katzen sind Paarhufer, alle Katzen sind Nagetiere, alle Katzen sind Beutelsäuger und wenn wir einmal auf ein individuelles Säugetier schließen wollen, dann sogar alle Katzen sind die Kuh Elsa. Ganz klar, diese Form von Übertragung macht keinen Sinn. Offensichtlich hat der Begriff Katzen in der ursprünglichen Aussage eine Qualität, die weitere Schlüsse erlaubt, während dem Begriff Säugetiere diese Qualität fehlt. Um das besser verständlich zu machen, schauen wir uns dasselbe noch einmal als Venn-Diagramm an. Alle Katzen sind Säugetiere lässt sich so darstellen, dass die Gruppe Katzen komplett in der Gruppe Säugetiere enthalten ist. Hierin befinden sich dann alle verschiedenen Untergruppen und auch individuellen Katzen. In der Gruppe Säugetiere gibt es aber noch andere Untergruppen, die nicht Katzen sind, etwa Nagetiere, Paarhufer und so weiter. Offensichtlich erfahren wir nichts über diese Untergruppen, wenn wir eine Aussage über die Gruppe der Katzen haben. Das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, was wir mit den Begriffen anfangen können, und wie wir gerade gesehen haben, sind Schlüsse auf Teile dieser Gruppen nur dann möglich, wenn sich die Aussage auf die ganze Gruppe bezogen hat und nicht, wenn sie sich nur auf einen Teil davon bezieht. Das bringt uns dann zu den schon erwähnten Syllogismen. Hier noch einmal das Beispiel von vorhin. Aber wir nehmen natürlich wieder die Katzen als Beispiel. Wir könnten zum Beispiel sagen, alle Katzen sind Säugetiere. Das ist dann die erste Prämisse oder der Obersatz. Und alle unsere Haustiere sind Katzen, als zweite Prämisse, auch Untersatz genannt. Und daraus den Schluss ziehen, alle unsere Haustiere sind Säugetiere. Ich markiere auch einmal die verschiedenen Begriffe. Wichtig für uns ist vor allem der sogenannte Mittelbegriff, in diesem Fall Katzen, hier rot markiert, welcher die beiden Prämissen miteinander verknüpft. Auf jeden Fall ist dies hier, wie sicher alle auch ohne Logik studiert zu haben, leicht erkennen können, ein gültiger und auch korrekter Schluss. Es handelt sich wieder um den schon erwähnten Modus Barbara. Soweit so gut, schauen wir aber einmal auf einen anderen Syllogismus.
Wir beginnen wieder mit alle Katzen sind Säugetiere, aber wir nehmen als zweite Prämisse diesmal alle Hunde sind Säugetiere, was ja sicher auch wahr ist. Daraus würde sich der Schluss anbieten, alle Katzen sind Hunde, was ziemlich sicher nicht korrekt sein kann. Was ist hier schiefgelaufen? Nun, nach dem, was wir gerade besprochen haben, sollte klar sein, dass der Begriff Säugetiere hier in beiden Fällen so verwendet wird, dass wir nur sehr bedingt Schlüsse daraus ziehen können. Und somit lässt sich im Rahmen der Logik damit halt wenig anfangen. Spezifisch für Syllogismen gibt es daher eine Verteilungsregel, die lautet, der Mittelbegriff, in diesem Fall wäre das der Begriff Säugetiere, der hier rot markiert, muss mindestens in einer der Prämissen verteilt sein. Und wie wir vorhin schon gesehen haben, ist in einem positiven Allsatz der Form alle A sind B, das Objekt, also B, oder in diesem Fall Säugetiere, nicht verteilt. Wir haben somit hier nur eine der vielen ungültigen Syllogismusformen gebildet, die halt nur auf den ersten Blick einer der gültigen, nämlich dem Modus Barbara, ähnlich sieht. Aber ähnlich ist eben nicht gleich. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch auf die zweite Verteilungsregel für Syllogismen hinweisen. Diese lautet, ein Begriff, der im Schlusssatz verteilt ist, muss auch schon in der Prämisse verteilt gewesen sein. In unserem Beispiel steht der Begriff Katzen im Schlusssatz an einer verteilten Position und auch in der ersten Prämisse, sodass diese Regel in diesem Fall nicht gebrochen wird. Mehr dazu aber in einem anderen Video zu Syllogismen. Wir können diesen Fehler auch wieder recht gut mit einem Venn-Diagramm visualisieren. Hier noch einmal das Diagramm von vorher. Wie schon erwähnt, die Katzen im Obersatz beziehen sich nur auf eine Teilmenge der Säugetiere. Nehmen wir also noch alle Hunde sind Säugetiere dazu, dann haben wir zwei Mengen, die jeweils Untermengen von Säugetiere sind. Aber daraus ergeben sich keine weiteren Informationen darüber, wie sich die beiden Teilmengen zueinander verhalten. Im Fall von Katzen und Hunden wissen wir natürlich, dass das zwei unterschiedliche Tierfamilien sind. Aber in anderen Fällen können wir noch nicht einmal ausschließen, dass es nicht vielleicht sogar Schnittmengen zwischen den Gruppen gibt. Kurz gesagt, der einzige Schluss, den wir hier ziehen könnten, wäre, dass es wahrscheinlich Säugetiere gibt, welche Katzen und Hunde genannt werden. Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen und noch einmal kurz auf einen anderen, ungültigen Syllogismus zurückkommen, den wir bereits in der Reihe zur Mehrdeutigkeit kennengelernt haben. Wir ersetzen mal Katzen mit der Nummer 1 und Hunde mit der Nummer 2 und machen eine Verbindung über den Begriff Zahl. Also 1 ist eine Zahl, 2 ist eine Zahl und daraus ziehen wir den Schluss, 1 ist 2. Dann haben wir genau dieselbe Situation, Zahl ist nicht verteilt und der Schluss daher nicht gültig. Das ist also genau derselbe Fehler, den wir gerade bei den Katzen und Hunden gesehen haben. Darüber hinaus bedeutet das unscheinbare Wörtchen ist hier in den Prämissen etwas anderes als im Schluss, was alleine auch schon zu einem ungültigen Schluss führen würde. Dazu aber mehr im Video zur Äquivokation. Auf jeden Fall haben wir also gleich zwei Fehler. Einer davon ist auch wieder, dass über den unverteilten Begriff, in diesem Fall das Wort Zahl, keine logische Verbindung zwischen diesen beiden Prämissen hergestellt werden kann. Diese spezifische Form von einem ungültigen Syllogismus, die man einfach einen falschen Barbara nennen könnte, sollte man sich übrigens ganz grundsätzlich merken, weil er immer mal wieder auftaucht und nicht immer so leicht erkennbar Unsinn ist wie in unseren Beispielen hier. Wenn also die zwei Prämissen Allsätze sind und beide auf den gleichen Begriff enden, dann lässt sich im Rahmen der syllogistischen Logik ganz grundsätzlich überhaupt kein gültiger Schluss ziehen. Und auch außerhalb dieses logischen Systems hat man nicht viele Möglichkeiten. Ein gültiger Schluss wäre höchstens A und B sind M. Alles andere sind grundsätzlich Fehlschlüsse. Schauen wir uns einmal kurz die Verteilung der Begriffe für die verschiedenen kategorischen Aussageformen im Überblick an. Wie schon gezeigt, ist bei der Form alle A sind B nur der erste Begriff verteilt und der zweite nicht. In der negativen Form kein A ist B sind dagegen beide Begriffe verteilt. Das heißt, in dieser Form beziehen sich sowohl A als auch B auch auf alle Teilmengen. Dagegen ist im Existenzsatz einige A sind B keiner der Begriffe verteilt. Das heißt, in diesem Fall können wir weder bei A noch bei B auf eine Teilmenge schließen. Und schließlich, einige A sind nicht B. Hier ist es umgekehrt wie bei der ersten Form. Der erste Begriff ist unverteilt, der zweite ist verteilt. Man könnte sich also merken, dass die vier Aussageformen auch alle vier möglichen Permutationen von verteilt und unverteilt abdecken. Was für uns in diesem Zusammenhang aber wichtig ist, bevor man Schlüsse zieht,
sollte man erst einmal darüber nachdenken, ob sich ein Begriff tatsächlich auf das Ganze oder nur auf einen Teil der Begriffsmenge bezieht. Dieses Problem wird uns noch ein paar Mal in dieser Reihe begegnen. Gehen wir aber erst einmal einen kleinen Schritt zurück. Im Zusammenhang mit den kategorischen Aussagen haben wir schon einmal den Begriff Kategorien erwähnt. An dieser Stelle sollten wir noch einmal kurz darauf zurückkommen und klarstellen, was damit gemeint ist. Es dürfte schon deutlich geworden sein, dass sich die kategorischen Aussagen, wie wir sie hier verwenden, vor allem zur Beschreibung von Dingen oder Sachverhalten eignen, die eine Art von Hierarchie bilden. Nehmen wir zum Beispiel die Hierarchie der geometrischen Figuren, wie etwa Quadrate und Kreise. Diese haben jeweils übergeordnete Kategorien, wie etwa das Rechteck beim Quadrat, darüber das Viereck, dann Polygon. Oder das Oval als übergeordnete Kategorie für den Kreis. Unter der Spitze dieses Kategorienbaumes geometrische Figur als abstrakter Oberbegriff für das alles. Genauso funktioniert das auch mit der Taxonomie von Lebewesen. Wir haben das ja schon anhand von Katzen und Hunden angesprochen. Diese Begriffe sind in einer Kategorienhierarchie zu finden, an deren Spitze Lebewesen steht und in dem weiten Kategorienbaum dann alle möglichen Unterbegriffe wie Säugetiere, Mehrzeller, Paarhufer und so weiter. Unterhalb von Säugetiere finden wir dann so Kategorien wie Paarhufer, Beutelsäuger oder auch Raub- und mögliche Haustiere wie Katzen und Hunde. Und unter diesen dann jeweils Unterkategorien wie Langhaarkatzen, Siamkatzen oder auch schwarze Katzen bzw. Dackel, Corgis und Schäferhunde. Das ist natürlich eine sehr stark vereinfachte Hierarchie. Tatsächlich ist dieser Baum extrem groß und komplex, aber für unsere Zwecke reicht das erst einmal. Das Konzept der Verteilung bezieht sich nun auf das Verhältnis eines Begriffes, für unser Beispiel ist das Katzen, auf die darunterliegenden Kategoriestufen. Das wirft natürlich die Frage auf, wie sieht es in die andere Richtung aus? Das heißt, gibt es vielleicht auch Situationen, in denen wir von den Unter- auf die Oberkategorien schließen können? Schauen wir deshalb noch einmal auf das Beispiel von vorhin. Wie schon gezeigt, können wir aus der Aussage, alle Katzen sind Säugetiere, auch auf Unterkategorien von Katzen schließen. Also zum Beispiel, alle Langhaarkatzen sind Säugetiere oder alle Siamkatzen sind Säugetiere. Was wir nicht können, ist auf Untergruppen von Säugetiere schließen. Wie gesagt, das Subjekt Katzen ist hier verteilt und das Prädikat Säugetiere ist es nicht. Was, wenn wir aber in die andere Richtung gehen? Versuchen wir es erst einmal mit Oberbegriffen von Katze. Alle Raubtiere sind Säugetiere, sieht auf den ersten Blick noch okay aus, aber schon alle Säugetiere sind Säugetiere ist wohl als Tautologie eher problematisch. Als nächstes käme dann, alle Mehrzeller sind Säugetiere, und das stimmt sicher nicht, und auch alle Lebewesen sind Säugetiere, stimmt noch weniger. Kurz, auch wenn wir von dem Begriff Katzen hier auf Unterkategorien schließen können, gilt das nicht für Oberkategorien oder zumindest nicht in jedem Fall. Wie sieht das mit dem anderen Begriff in dieser Aussage aus? Wir haben ja schon gesehen, dass wir von alle Katzen sind Säugetiere nicht schließen können, dass dieselbe Aussage auch auf Unterkategorien von Säugetiere passt. Also, alle Katzen sind Hunde ist offensichtlicher Unsinn und alle Katzen sind Paarhufer passt noch viel weniger. Aber wie sieht es mit Oberkategorien aus? Alle Katzen sind Tiere, scheint zu stimmen. Alle Katzen sind Mehrzeller, stimmt wohl auch. Auch alle Katzen sind Lebewesen ist ein gültiger Schluss. Anscheinend können wir in diesem Fall zwar nicht auf Unter-, aber dafür auf Oberkategorien schließen. Für diese Art von Beziehung gibt es in der Linguistik den etwas sperrigen Begriff Aufwärts- bzw. Abwärtsimplikation. Man kann also sagen, der Begriff Säugetiere impliziert hier aufwärts, während Katzen hier abwärts impliziert. Hierbei ist abwärts im Prinzip dasselbe wie die schon besprochene Verteilung des Begriffes und aufwärts geht entsprechend in die andere Richtung als nach oben im Hierarchiesystem. Ein Nebeneffekt davon, dass wir es jetzt mit einem Konzept der Linguistik und nicht mehr mit der Logik zu tun haben, ist, dass wir es auch auf Aussagen anwenden können, die nicht mehr den doch recht strengen formellen Anforderungen von logischen Aussagen entsprechen. Wenn ich jetzt etwas sage, wir haben eine Katze zu Hause, dann musste ich diese nicht unbedingt in etwas umformulieren, das in das Schema der kategorischen Aussagen passt. Auch wenn das hier vielleicht sogar noch ginge, vielleicht so etwas wie, es existieren Haustiere bei uns, welche Katzen sind oder so ähnlich. Tatsächlich brauchen wir solche formellen Strukturen gar nicht, um zu erkennen, dass wir mit Katze in diesem Zusammenhang einen Begriff benutzen, der
aufwärts impliziert. Dass wir also schließen können, wenn wir eine Katze im Haus haben, dann haben wir ein Säugetier im Haus oder auch Lebewesen oder irgendeine andere Oberklasse von Katzen. Zum Vergleich, in der Aussage keine Katze würde Gemüse essen, impliziert der Begriff Katze dagegen abwärts. Das heißt, hier können wir nicht schließen, dass dies auch andere Säugetiere oder gar alle Lebewesen impliziert. Es gibt offensichtlich eine Menge Säugetiere, die sich ganz bedenkenlos über Gemüse hermachen würden. Aber dafür sind alle Untergruppen von Katzen hier mit gemeint. Auch Siamkatzen oder schwarze Katzen sind keine Fans von Gemüse. Außer, wenn sie es vom Küchentisch stehlen können. Aber das ist dann wieder eine andere Sache. Wir hatten in der Einführung ja kurz die beiden rhetorischen Formen pars pro toto und totum pro parte angesprochen. Nun sieht das Konzept der Aufwärts- bzw. Abwärtsimplikation diesen auf den ersten Blick ja sehr ähnlich. Wir sollten also schauen, wie wir diese zueinander abgrenzen. Diese Konzepte funktionieren nämlich auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Pars pro toto und totum pro parte sind stilistische Mittel. Man ersetzt hier einen Begriff durch einen anderen. Aber der ungesagte Ausdruck bleibt dennoch der gemeinte. Also zum Beispiel, man meint die deutsche Fußballnationalmannschaft, wenn man sagt, Deutschland hat gewonnen zum Beispiel, aber gemeint ist trotzdem die Mannschaft, nicht Deutschland als Ganzes. Auch wenn das sicher ganz gerne auch als rhetorisches Mittel verwendet wird, um genau so eine solche Verwechslung herbeizuführen. Aber das ist nicht unser Thema heute. Die Auf- bzw. Abwärtsimplikationen sind dagegen Konzepte der sprachlichen Logik. Ich sage also Katzen und meine auch Katzen. Aber wir können den Schluss ziehen, dass zum Beispiel Siamkatzen mit gemeint sind, selbst wenn der Redner, die Rednerin selbst da gar nicht daran gedacht hat. Zum Abschluss noch ein kurzer Überblick über wichtige Denkfehler, die sich aus den hier besprochenen Konzepten ergeben können. Zunächst einmal gibt es eine Reihe von formellen Fehlern in der Logik, die sich aus einer fehlerhaften Verteilung ergeben. Wir haben ja den Fehler des unverteilten Mittelbegriffs hier besprochen und ebenso gibt es den unverteilten Ober- bzw. Unterbegriff. Ich persönlich fasse diese meist zum Fehler des unverteilten Schlussbegriffes zusammen. Diese wurden nur kurz erwähnt, aber für unsere Zwecke reicht es zu wissen, dass es eben auch wieder Verteilungsfehler sind, die sich dann halt auf Unter-, Ober- oder ganz allgemein auf einen der Schlussbegriffe beziehen. Oder sogar noch allgemeiner. Bei unverteilten Begriffen kann man keine Schlüsse auf Teilmengen ziehen. Das gilt ja nicht nur bei Syllogismen, sondern in allen Situationen. Das Konzept der Aufwärts- bzw. Abwärtsimplikation in der sprachlichen Logik ist ja im Prinzip nur eine Verallgemeinerung dieses Konzeptes. Und diese kann in allen möglichen Aussagen auftreten. Entsprechend gibt es auch jede Menge Missverständnisse, ob gewollt oder ungewollt, die sich ergeben können, wenn nicht klar ist, welche Klasse von Dingen oder Situationen mit einer Aussage noch mit impliziert sind. Im einfachsten Fall wird ein abwärts implizierter Begriff so verstanden, dass er aufwärts impliziert oder auch umgekehrt. Das dürfte wenig Auswirkungen haben, wenn man zum Beispiel über Essgewohnheiten von Katzen redet. Aber wenn ich mich zum Beispiel darüber beschwerte, dass unsere Nachbarn laut und rücksichtslos sind, dann sind unsere Nachbarn nur abwärts implizierend. Aber trotzdem kann man leicht auf die Idee kommen, alle Nachbarn seien problematisch. Noch schlimmer wird das, wenn man auf diese Weise Aussagen über Ethnien, Religionszugehörigkeiten usw. verallgemeinert. Wir werden in einem späteren Video dieser Reihe noch über vorschnelle Verallgemeinerungen reden. Diese Form von Fehler ist aber auf jeden Fall eine, wenn auch nicht die einzige, Quelle solcher vorschneller Verallgemeinerungen. Das war's dann auch schon für diese Folge. An dieser Stelle zur Erinnerung, wer sich für solche Themen interessiert, dem sei hier ein Klick auf Subscribe nahegelegt. Und auch gleich noch einmal der Hinweis, auf der gleichnamigen Website werden die hier besprochenen Themen und noch viele mehr auch in mehr Detail besprochen. Parallel dazu übersetze ich viele der Artikel auf Englisch, diese kann man dann auf Fallacies Online finden. Ich habe in dieser Folge mal ein anderes Farbschema ausprobiert, auch dazu würde ich mich über Feedback und Kommentare freuen, wie auch zu dem eigentlichen Thema dieses Videos natürlich. Und natürlich ist jedes Like willkommen, auch weil es hilft, den Algorithmus davon zu überzeugen, dass solche Videos auch für andere interessant sein können. Bis hoffentlich zum nächsten Mal.